Goedemorgen. Wat schafft het van jou? Ik hoop die hasware moed en geveld met een Heiligen Geest. En te zijn wat de Heer Jezus Christus van jou nach ware doen wordt in onze levens. We weten dat Christus Jezus de Hafen plan voor ons. En we kunnen nog niet correct zijn. Wat hij wil met ons. Aber eins, wat we weten, wat hij wil, dat is dat we in de ganze Welt nemen gaan en dat Evangelium predigen. En we zijn dankbaar den Herrn gegenüber, dat we dat van jou ook über Wissensweg kennen. Dat we kennen über Video, über Facebook, über YouTube, über WhatsApp. Die kennen met een moed merken durch een korte video. En van jou vraag ik me al waar een beetje wat uit te brengen. Als van jou niet Gottes woord. Van jou gaat dat dat zijn de vrouwen aan de Tauflingen voor den Taufen bij de Oud-Kolonie Mennoniten. Zo ik had een beeld hier, de vrouwen. Die zijn ons opvrouwen, voordat ze ons duipen doen. Weet je, viele mensen die zeggen immer, hey, du hast doch nicht gehouden wat du versprochen hast, mal bei der Gemeinde worden. Weet je, van der waar we dat mal einmal een kleine beetje übergehen, en waar we mal zijn en horchen, wat we versprochen haben, voor die mij in die duipen leiden. Vielleicht hast du das überhaupt nicht mal gewusst als ich. Ich wusste das nicht mal, wo ich ja sehe. Habe ich nicht mal gewusst. Ich weiß das, an was das geht, wenn es mich taufen lässt, dass wir bloß, dass ich mich befreien will. So, während ich mich befreien will, muss ich mich taufen lassen. Und während du so sehr viel mal mir das geholt wird, du hast dort nicht geholt, was du versprochen hast, wenn du gemeint worden. Und ich finde ja, wenn wir das Kart mal mit dir übergehen und wenn wir mal horchen, was ich wirklich versprochen habe. Wem ich versprochen habe, treu zu bleiben. Wem ich versprochen habe, treu zu denken, dass in mein Tod und von meinem ewigen Part leben, dass ich den Herrn oder den Gott mein Leben will treu sein. Die erste Frau, der fragt all so aus dit. Der sagt, den ersten fragen wir euch, ob ihr auch etwas wieder die vorgetragene Glaubensartikel anzuwenden habt, in allen Stücken mit der Gemeinde einig seid. Hier sagt das all, als wir auch noch irgendwas anzuwenden haben gegen die vorgetragene Glaubensartikel. Also, ich habe hier und ich habe verstanden, dass derselbe Prediger, der uns den Glaubensartikel verlesen hat, das stammt das auch nicht mal. Denn hier fragen sie uns, als wir auch noch was anzuwenden haben gegen die federale Glaubensartikel. Also, haben sie was anzuwenden, also was falsch. Und sie haben das nicht mal gewusst, was sie gelesen haben. Die Frau, was sie uns fragen, wollten sie selbst nicht mal, was sie uns gefragt haben. Wo blind. Wo blind. Und die zweite Frage. Fragen wir euch, ob ihr freie Personen seid, ungehend der ehelichen Verlobung. Die fragen sie uns, wie freie Personen sind. Hier geht es an die eheliche Verlobung. Als wir frei sind, tun in unsere eheliche Verlobung nähern gehen. So, ich habe hier so sagen, dass uns begemeint worden, dass jetzt überhaupt nicht mal an den Glauben an Jesus Christus zu bei der Oud-Kolonie. Das jetzt überhaupt nicht. Hier sagt uns das alles, wie freie Personen sind und jegliche der eheliche Verlobung. So kannst du verstehen, dass du hast die Deuten los, während du die wirst befreien. Dat is wat ik deed en dat is wat ik weet dat al die dingen aan de reis stehen. Dat ja, wenn ik me door Taufen leid, wat ik bij gemeint war, wir alle Sonne, die wollen sich befreien und deswegen müssen wir bei gemeint werden.
Und weißt du was? Die erste Frau, wo sie uns früher, als wir auch noch irgendwas anzuwenden hatten, gegen diese vergetraute Glaubensartikel, und was sehen wir dort? Wir sehen ja. Wir sehen ja dort, wir haben. Na, was haben wir nicht? Ich denke mal, wir haben nicht mal gewusst, was wir ja gesagt haben, nicht mal der Prediger wisst, was er uns zu Frauen leid, wozu wir sollen ja sein. Zweitens fragt er, dass wir freie Personen wären. Aber war er gesagt, ja, ich sage mir 100% sicher, dass du, wenn du bist, bei der Kolonie, bei Gemeinde geworden, du bist nicht eine freie Person gewesen. Das sage ich mir 99% sicher, wo wir, die wollen die niemals dort sein, wo du kannst frei werden. Und wenn die Leute danach mal sagen, dass ich sage, nicht frei, Christus hat mich frei gemacht, dann sagen die, das kann ich nicht weiten. Wo verdreht ist das? Die dritte Frau, hör ich gründlich so am Post und sage ab, was uns das hier sein wird. Hier, wo du einmal zu mir oder vielleicht zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester oder zu wem einmal, der du willst von deiner Kolonie die treibt, sagst vielleicht einmal, hey, du hast nicht gehalten, was du mir versprochen hast. Nun hör ich, was das hier sagt. Hier sagt, zum dritten fragen wir euch, ob ihr dem glauben, so auch aus Gottes Wort vorgetragen ist, wovon Jesus Christus der Eckstein ist, so auch dessen Geist im Lebenswort alles muss gegründet sein, mit der Gemeinde Gottes in Liebe, Friede und Einigkeit annehmen wollt, die Tage eures Lebens zu beleben in Gehorsam gegen Gott und der Gemeinde. Wem habe ich versprochen, zu dein und zurückzubleiben? Habe ich versprochen, Kolonie Riva Palacio, wo der Älteste Johann Bühler nu von der Tag Älteste ist, wo erst Johann haben wir, habe ich hier versprochen, diese Gemeinde zurückzubleiben. Was sagt uns das hier? Was frühen sie mir hier oft? Check mal, hör ich noch einmal. Ich werde das versiegen, dass ein kleines bisschen applaudisch. Zum dritten Frau wie jünd, als hier an dem Glauben, so als Gottes Wort vergedracht ist, wovon Jesus Christus der Eckstein ist. Hier sagt es, wovon Jesus Christus der Eckstein ist. Und weißt du was? Wie bühen von dir ab diesen Stein, ab den Eckstein. Du büht wie bloß wir. Dort ans Eckstein. Und das ist der Stein, an dem der Kolonie sich steiten von der Nacht. Sie werden von diesem Jesus nicht hören. Sie werden nicht nur reden von dem. Und guck mal, das ist ans Eckstein geworden. Und dort wird sie uns hier gefragt haben, als wie du mit einverstanden wird, so aus der vergedrahende Wort Gottes, wovon Jesus Christus der Eckstein ist, so auch dessen Geist in Lebenswort alles muss gegründet sein. Nur das Wort Gottes nur, dort alle mal gegründet worden. Und dann sagt uns das hier wieder, mit der Gemeinde Gottes in Liebe, Friede und Einigkeit annehmen wollt. Mit der Gemeinde Gottes, das sagt ihr nicht, mit der Gemeinde Riva Palacio, wo Jan Hom der Älteste ist. Wo die wir und wo nicht Jan Bühler der Älteste, hier sagt dort, mit der Gemeinde Gottes in Liebe, in Friede, in Einigkeit annehmen wollt. Mit Liebe und mit Einigkeit annehmen wollen. Wir sehen ja dort. Und von dem Tag, wenn wir sagen, dass wir sind der Gemeinde Gottes frei, das glauben sie uns nicht mal. Dann sagt es wieder, die Tage eures Lebens zu beleben im Gehorsam gegen Gott und die Gemeinde. Dass wir der ewige Deel von uns Leben von nie wieder wollen im Gehorsam beleben gegen Gott und die Gemeinde. Ihr sagt das gegen Gott und die Gemeinde. Das sagt ihr nicht gegen Jan Hom, Jan Bühler in der Gemeinde. Wieder sagt uns das viele Frau, fragen wir euch ab alle eure Sünden, die ihr jemals mit Gedanken, Worten und Werken begangen habt, vom Herzen leid seid. Die fragen sie uns, was uns denn vom Herzen leid sind, all unsere Sünden, die wir in Gedanken, in unsere Gedanken, in unsere Worten
in all unsere Sinne, aus uns der vom harten Leid sind, was sehen die dann mal? Dann sehen wir, jo, weißt du was? Denkst wie wollen wir gemeint worden? Wo ging die Hand mal unsere Sinne? Viele, die das nicht kennen, ich weiß, dass viele von ihnen, die diesem Video hören wollen, die was dort fremd sind, wo das bei der Old Kolonie geht, aber ich will ihnen dort von dir mal sagen, wo das geht. Nicht, dass ich nicht weil du boven ram klein, aber ich will das rückbringen, so als du es wo wir ich das du beleefd hast. Weet je, du wordt im Ältesten gefahren, verstelle Freitag, maat du zijn bij den Ältesten gewast. Dan fährst du mit deinem Mom der, oder bloß mit deinem der, fährst du hin, und dann kommst du für den Priester, für den auf Gott, weißt du, warum ich sage auf Gott, während wir glauben mehr an den Prediger als an Jesus Christus. Und dann sagt uns dort, wenn wir was anderes mehr reden, als Jesus Christus, dort ist uns auf Gott, weil die Namen fahren du hin, und dann haben wir Frauen. Wie viele Frauen es sind, weiß ich nicht. Es sind viele Frauen, probably 100 Frauen, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Aber dann fragt er die oft. Er fragt die, hast du mal diesen Sinn getan? Oh, na ja, habe ich getan, ja. Okay, dann fragt er die, vielleicht hast du mal meine Koje gefahren? Na ja, ich habe. Hast du mal diesen Sinn getan? No, das habe ich nicht. Dann hast du das mal getan? Oh ja, das habe ich mal getan. Weißt du, so hast du eine ganze Reihe Frauen, wo die fragen, die wirst dann bloß sagen, ja oder nee. Ja oder nee. Und ab ein von dort, dann kommst du nach Frau, weil die mit den Sinnen verlieren. Weißt du, was er sagt? Dort wird mir unbelangt, dort will ich die zu Gott holen. Wer ist am Krebs gestorben für mich und für deine Sinnen? Wieder der Älteste oder wieder wahrscheinlich Jesus Christus, wo dort ein. Weißt du? Und hier so, zu dieser Frau, wo sie uns hier fragen, was seht wie hier war er tot? Das sagt hier, zu laat fragen so, hier ist es dit. Die dritte Frau, und darauf die Taufe begehrt, so antwortet. Und dann sehen wir, ja. Dann sehen wir, jo, hat dit bekannt ist, weil wir getauft wollen, werden wir leben an Gott, und an den sie nicht gemeint. Wir wollen Gott, in den sie nicht gemeint, gehorsam bleiben. Nicht den Ältesten, die Gott in der gemeint. Die vierte Frau sagt das, wo der Horik alle vierte, wo das redet von den Sinnen, und das wieder die Rede, wo ich mir sehe, bevor ich geschwiegen zu sein, wir sehen auch Jota. In der vierte hier sehen wir, war jo, wie wir freie Personen, wo haben wir Gott zu fehlen. Die sehen, wie wir freie Personen. Die haben anständige Sinn vom harten Leid. Weißt du was? Wem deinen also Sinnen der Leid? Mir deinen keine Sinnen Leid. Wogegen, für die dort nicht kannst, du hast das so, wenn die gemeint warst, du warst die befreien, zwischen Außen und Pfingsten, so die ganz tief bleiben, kannst nicht mehr in dem Jahr vor. Weil ihr in der Nahen, in dem Zeit, wo wir da nicht können, also im Jahr vor, aber wir lernen mal, was das ist mal wir in den Tag, wo sie ans Steipen leiden, den zu uns können wir all weiter fahren. Weißt du was? Den Tag, wo sie mich getaufen, dann denkt sie mir diese Frau und Frau, wie mir ging das bloß um so Frau, die bloß mal im Deib, die mir mal, ich will weiter abmerken, vorne Haus malten, und in meinem Jahr fahren. Mir ging das überhaupt nicht, meine Gedanken wieder nicht mal bei dieser Frau, meine Gedanken wieder bloß, wenn der so ist, wo ich weiter mit meinem Jahr spazieren. Die fünfte Frau fragen wir euch, ob ihr nun fernerhin durch Gottes Gnade die fernere Zeit eures Lebens dem Herrn in Gott dienen von ganzem Herzen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, wie es ihm gefällig ist, so antwortet. Dann sehen wir weiter, jo, hörch mal, die fragen sie uns, auch wie unsere ewige Zeit von uns Leben durch Gottes Gnade, die ferne Zeit ans Leben, dem Herrn, unseren Gott, deinen vom ganzen Worten in Herrlichkeit und Gerechtigkeit, so es ihm dort gefällt.
hier haben wir nicht gesagt, dass jo, wir wollen dort so dumm aus ans Älteste dort gefallen wird. Nee, dass wir wollen dort so leben, als uns Gott im Himmel dort wohlgefällig wird. Sagst, Frau, fragen wir euch, ob ihr den Glauben an Jesus, dass er der verheißene Christus in der Welt Heiland sei, wie auch derselbe gelernt, mit uns die reine evangelische Wahrheit zu sein, dabei ihr bis um euren Ende wollet bewahren. Die Frauen sagen, als wir den Glauben an Jesus, dass der verheißene Christus, dass Christus der verheißene wird, dass der gekommen wird, und dass der unsere Sinnen betont haben, dass dort der Welt Heiland ist, der Welt Heiland ist, und so als auch derselbe Jesus dort gelehrt hat, mit uns der reine evangelische Wahrheit, du bi, ihr bis an Ende wollet bewahren. Sehen wir ja. Das sagt dir nicht, dass wir glauben an den Prediger, dass wir glauben an Jesus Christus und dass wir dort wollen beleben, dass ein von uns sind. Und wir sehen da, als Jesus seine Jünger fragte, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der lebendige Gottessohn. Glaubt ihr das auch? So antwortet. Und dann sehen wir, jo, kijk mal, was habe ich jo gesagt? Und wenn ich von der TD sage, dass ich das glaube, dass mein Jesus, der lebt, als Jesus, der ist abgestorben von den Toten, dass der lebt, und dass der Jesus hat mir die Sünden vergibt, und dass ich sage, ja, ich weiß, dass du beste Leben der Sohn Gottes. Weißt du was? Und dann würden die Wahrheit sagen, no, wir schrien keine Vergebung gleich dort. Wir machen unseren Ältesten vor, und dann machen wir doch du bekannt, dann wird er uns vergeben. Das habe ich hier über Jo gesagt. Der 8. Der Reichsöffner Nathanael glaubte auch also an Jesus. Denn als er zu ihm kam, rief er, Rabbi, du bist der Gottessohn, du bist der König von Israel. Glaubt ihr das auch? Und so antworteten dann sie bewahrer, jo, wir glauben das. Dass dort der Gottessohn wird, du bist der König von Israel. Dass dort der König ist. Weißt, von der glauben der all das gleiche. Wir haben zu all das jo gesagt. Freund, horcht die mal zu, was habe ich jo gesagt? Was habe ich versprochen? Wem will wir treu bleiben? Weil wir den Pekenträger der treu bleiben und den Piez fertig? Oder weil wir dort treu bleiben, was der Herr Jesus für uns getan hat und was er von mir die verlangt hat? Der verlangt von mir die Sachen nicht, als dass wir uns hört wollen und mehr für sie sehen, dass er die Bank holen kann. Der 9. So glaubt auch die Frau Martha. Dann da der Herr Jesus zu ihr sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der lebt, aber er gleich stirbe, und wer lebt und glaubet an mich, der wird nimmer sterben. Glaubst du das? So antwortet sie, Herr, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Glaubet ihr solches vom Herzen? So antwortet. Und dann sehen wir, jo. Da haben sie sehr hörchen, was uns das hier sagt. Das sagt hier, so ist der Glaube auch, so ist die Frau Martha. Dann der Herr Jesus Christus seht er, an der Auferstehung in das Leben. Er ist dort abstuhl in das Leben. Der an nie läuft, der lebt. Als er stirbt, der lebt, sagt das hier. Wer an mir läuft, der lebt. Das sagt hier nicht, wer an dem Prediger, Johann, Homer, John Billag läuft, der wird leben. Nee, das sagt hier, wer an den Sinn Jesus Christus bleibt, der wird leben. Der lebt. Der lebt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer sterben. Das sagt die Wahrheit nicht, dass du live an den Prediger oder an den Ältesten, dass er dann niemals sterben wird. Nee, das sagt hier, wer an Jesus Christus glaubt. Und das ist die Wahrheit, jo. Freund, das Wort habe ich jo gesagt. Die Tiende, endlich fragen wir
euch, ab ihr dann auf dieses Bekenntnis, die heilige Taufe nach dem Befehl unseres Heilands zu empfangen begehret. Sehen wir da, jo, wir haben das Verlangen, ab dit Bekenntnis, was wir hier bekannt haben, und hier gesagt haben, jo, dort wir ab dit wollen getauft worden. Und zuletzt sagt das noch, der Herr versiegelte dieses Jahr, welches ihr sprachen, mit einem kräftiges Amen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ich hoffe, ihr habt das mal gemerkt. Und da die von dir vielleicht nach einmal in dieser Angst lebst, dass deine Mama oder der was vielleicht von der Kolonie verloren, in deine Mama, der wollen vielleicht nach einmal zu dir sagen, hey, da hast du dort gebrochen, was du nur versprochen hast, bin bei gemeint worden. Du hast dort nicht geholt, was du versprochen hast, bin bei gemeint worden. Ich hoffe, die merkt das von dir sein, dass du dort falsche Schuldgefühl, was du ab die hast, dass du dort von dir kannst aufladen, von die rauf dort, weil die hat nicht versprochen, eine Gemeinde, wo ein Ältester regieren wird mit seiner eigenen Kraft, dass wir wollen dem treu bleiben. Wir haben versprochen, wir wollen Gott in den seine Gemeinde treu bleiben. Und wir haben das gehört, wir haben versprochen, dass wir wollen ans Part von uns ewiges Leben, wo wir dort so gut leben, als Gott uns Vater dort gefallen wird. Dort wird er sein, weil wir uns nicht mal im Kopf nach sagen. Weil wir horchen, was der Wort Gottes uns sagt, und weil wir getrost werden für das, was wir nie gehört haben. Vielleicht kann ich das so denken, oh, das ist aber rasch. Ich will das so denken, dass die das vielleicht noch einmal durch auch noch lesen können. Und was ich hier gelesen habe. Aber wahrscheinlich wird es nicht zu gut zu sein sein. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was draufnehmen. Und wenn du mal einmal diesen Brief weißt, weißt Frau mir, ich war die den hier über WhatsApp schicken. Mein Phonennummer ist Meier Tegen 17805024063. Und dann wo ich die den sehr hier schicken. Und wann die dann was hast du die den Rüt print die den Rüt und merk sehr viel Kopias und schick all deine Brüder, deine Schwestern und deine Mamen der haben die sein, dort wo die versprochen hast du gebrochen und dann sei sie sollen dort mal lesen und sie sollen mal sein, was die versprochen hast. Und dann schauen sie durch so einen Ältesten vor und fragen, aus das reich ist, was wir versprochen haben, oder ist das dort ein Falsches, dass das doch mal einmal nicht dort ist, was wir durch haben gesagt. So, ich wünsche dir habt das viel Mut und Kraft gegeben, und dass die kannst die Schuldgefühle, was die ab die hast, aufladen und mutig fern was gehen.